Ein schnelles Seekajak, das man einfach über Steine ziehen kann, ohne jedes Mal zusammenzuzucken? Genau so ein Boot stand schon lange auf meiner Wunschliste. Welcome to Iceland! Mit dem Seatron GT ging es damals nach Island. Das hat gut funktioniert, aber das Boot war einfach eine Nummer zu groß für mich. Als Prion dann den Seatron Sport rausgebracht hat, war klar, das könnte genau die richtige Mischung sein. Ich habe das Kajak 2 Jahre lang getestet. Auf dem Meer, in der Brandung und mit Gepäck. Dabei habe ich gemerkt, dieses Kajak fällt auf. Schickes Boot, sag ich. Geile Farbe. Beim ersten Einsteigen fällt direkt der Bug auf. Der ist deutlich schmaler, als man es von einem PE-Kajak erwarten würde. Und genau das merkt man auch auf dem Wasser. Das Kajak läuft sauber geradeaus, fühlt sich effizient an und ist schnell. Ja, dieses Kajak gibt es natürlich auch in anderen Farben. Ich habe schon gemerkt, die einen feiern Pink, die anderen schauen zweimal hin. Na, Nupper, was sagst du zu der Farbe? Viele bunte Smarties. Ja, aber wer das leiden mag, meine Farbe ist es nicht. Ich finde sie gut. Und übersehen wird man mit der Farbe auf dem Wasser auf jeden Fall nicht so schnell. Wenn es einen Punkt gibt, der das Fahrverhalten wirklich prägt, dann ist es beim Seatron Sport der Bug. Der ist schlank und gerade im Bereich der Gepäckluke relativ flach gehalten. Das hilft beim effizienten Paddeln und sorgt für Geschwindigkeit. Gleichzeitig merkt man aber auch, im Vergleich dazu ist das Cockpit eher großzügig ausgelegt. Das bringt Komfort, man sitzt entspannt im Boot. Aber ein flacheres, sportlicheres Cockpit würde noch direkteren Kontakt ermöglichen. Auch auf dem Wasser zeigt sich die Bugform deutlich. Beim Durchbrechen von Wellen bleibt die Spitze oft trocken, aber kurz dahinter wird das Deck überspült. Das kostet sicherlich ein bisschen Tempo. Beim Surfen wird das noch deutlicher. In steileren Wellen taucht der Bug gerne mal ein. Kurzer U-Boot-Moment, dann geht's weiter. Mit etwas mehr Volumen im Bug wäre das ruhiger, aber für das meiste Paddeln ist das absolut im Rahmen. Der Seatron Sport wird mit dem klassischen Prion Flip-Off-Steuer gefahren. Ein Skeg gibt es leider nicht. Bei moderaten Bedingungen funktioniert das Steuer richtig gut. Bis etwa 5 Windstärken lässt sich der Kurs sauber halten. Wenn Wind und Welle stärker werden, merkt man aber die Grenzen. Das Steuer hat manchmal zu wenig Kontakt zum Wasser oder wird von Wellen beeinflusst. Dann muss man zusätzlich mit dem Paddel steuern. Es ist kein Kajak, das stark über eine Kante gesteuert werden will, sondern ein verlässlicher Geradeausläufer, der auf Steueranlage setzt. Mit einem empfohlenen Paddlergewicht von 55 bis 85 Kilo deckt der Seatron Sport einen breiten Bereich ab. Bei meinen 75 Kilo passt das Gesamtvolumen gut. Das Boot bietet genug Platz, ohne sich groß anzufühlen. Ein etwas engerer Kontakt würde dem Fahrgefühl noch gut tun. Aber insgesamt passt die Abstimmung. Der Seatron Sport richtet sich klar an Paddler, für die der Seatron GT etwas zu groß ist. Für Touren ist das Boot bestens geeignet. Wochenendtrips sind problemlos möglich.
Durch die großen Lukenöffnungen geht das Packen richtig gut. Vor allem hier hinten. Vorne ist die Luke natürlich deutlich kleiner. ...8,9 km/h. Das ist so das Limit, das ich mit dem Boot schaffe. Auf 13 Kilometer. Mit 26 Kilo bleibt das Boot gut handhabbar. Alleine tragen ist machbar, mit Bootswagen sowieso kein Thema. Der Seatron Sport ist ein robustes, schnelles und unkompliziertes Seekajak. Ein Boot, das nicht viel Aufmerksamkeit braucht, sondern einfach gefahren werden will. Besonders stark ist er für Einsteiger im Seekajakbereich, Paddler, die ein pflegeleichtes Boot suchen, Touren auf Seen, Küste und breiten Flüssen. Wer ein sehr technisches, verspieltes Kajak sucht oder viel auf Kante fährt, wird sich vielleicht woanders noch wohler fühlen. Aber für das, was er sein will, macht der Seatron Sport einen wirklich guten Job. Und am Ende bleibt es dabei. Selbst reinsetzen, lospaddeln und schauen, wie es sich anfühlt.